Im südlichen Sachsen-Anhalt und im heutigen Thüringen gibt es beides, Kelten und Germanen. Wir sind in einer Region zwischen beiden Volksstämmen. Wir sind in der nördlichen Region der keltischen Ausbreitung. Die keltischen Funde enden so etwa auf der Höhe von Naumburg. Südlich davon sind Kelten, nördlich davon Germanen. Wobei man sagen muss, Germanen ist eine römische Bezeichnung. Das ist alles ein Blick der Römer auf die Verhältnisse. Und auch Kelten und Germanen sind nicht immer klar zu trennen. In dieser Grenzregion durchdringt sich das. Sie sehen hier einen keltischen Krieger aus dem keltischen Kernland, wie er uns von den antiken Autoren, aber auch von den archäologischen Funden überliefert ist. Am Pferd hier hängt ein Kopf. Die Kelten, und das war eine Besonderheit der Kelten, betrieben Kopfjagd. Sie schnitten also den Gegnern die Köpfe ab, bewahrten sie, wie antike Autoren berichten, in Truhen auf, um sie als Heldentaten den anderen bei Gastmahlen zu zeigen. Wir finden etliche keltische Funde, Halsringe, keltische Tracht und wie gesagt, alles vermischt in einer Zone mit germanischen Funden, sodass wir hier in einer Kontaktzone sind. Spannend ist, dass offenbar Elemente keltischer Mythologie sich in diesen keltischen Gebieten fanden, in Form von Opferungen. Und wir schauen uns hier gleich ein Pferdeopfer mit Säugling an. Ja, wir haben hier eine ganz besondere Bestattung aus Karsdorf im Unstrotal. Und hier kommt es zu einer ganz merkwürdigen Bestattungssitte, zu einem Befund, den wir in Karsdorf hier zweimal gefasst haben. Und zwar haben wir hier einen großen, etwa 8-jährigen Hengst, dessen Kopf verdreht ist, der geschlachtet und geopfert wurde. Wir haben dort auch Rinderfüße, wir haben Keramikgefäß, aber viel spannender ist, dass unter diesem verdrehten Kopf sozusagen ein kleiner Hundewelpen liegt und davor liegt ein Säugling, ein Neugeborenes. Also Hundewelpen und Säugling korrespondierend. Und das entzieht sich natürlich unserer Vorstellung, um was es sich dort handeln könnte. Wir können nur sagen, dass in allen vorgeschichtlichen Kulturen Säuglinge meistens anders behandelt werden, in der Regel nicht in den Gräberfeldern der Erwachsenen bestattet werden. Wir haben bei Plinius, also einem römischen Schriftsteller, die Nachricht, dass man Kinder so lange nicht bestatten soll, solange die Zähne nicht gewachsen sind. Also das scheint eine allgemeine Vorstellung gewesen zu sein. Dennoch hat man offenbar für dieses tote Kind ein Pferd geschlachtet, einen Hund geschlachtet und eine symbolische Darstellung arrangiert, die sicherlich mit einer spirituellen Idee, mit einer Vorstellung zusammenhing, die vielleicht den leidgeprüften Eltern Trost brachte. Was genau das war, können wir uns nicht vorstellen. Wir kennen aber im Altirischen die Geschichte von Rhiannon, einer Göttin oder einer Prinzessin, und die gebiert ein Kind und von den Dienerinnen wird ihr statt des Kindes, das plötzlich seltsamerweise verschwunden ist, und die Dienerinnen haben Angst, nicht, dass sie beschuldigt werden, und die zerreißt ein Hundewelpen und sagen, sie hätte ein blutiges, totes Kind geboren. Das Kind selbst wird dann bei einem toten Pferd gefunden und das zeigt, wie Pferd, Geburt, Göttin und so weiter verwoben ist in Mythologien. Diese Geschichte geht dann noch weiter, die erzähle ich jetzt nicht im Einzelnen, weil es auch nicht genau die Geschichte ist, die gezeigt wird. Sie zeigt nur, dass diese Elemente, Säugling, Hundewelpen, Pferd, in der keltischen Mythologie bis ins Altirische weiterleben und dass es sicherlich irgendeine Vorstellung, eine Basis gab, auf der diese vorgeschichtlichen Völker, die ihre Geschichte nicht aufschreiben, solche Arrangements machten. Uns ist es wichtig, dass wir diese Rätselhaftigkeit hier sichtbar machen und dass man sozusagen auch diese spirituellen, diese Opfergebräuche, auch diese Liebe zu dem Säugling sozusagen, auch diesen Verlust der Menschen, kurzum, dass man diese menschlichen Gefühle, die uns alle heute noch bewegen, uns trennt nicht so viel von dieser Zeit, dass wir das sichtbar machen und auch eine für uns heute fremde und merkwürdige Welt zeigen, die damals, aber auch die
zivilisierten Völker wie die Römer beispielsweise natürlich tangierten. Also ein Befund, wie man ihn so in dieser Form in keinem anderen Museum sehen kann.